Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video-Tutorial. Und zwar machen wir heute so eine kleine Schachtel und die hat hier so zwei, ja, wie so kleine Innenschachteln. Und ja, die kann man eigentlich auch flach hinlegen. Und ich habe das gesehen, es gibt so, das nennt sich so Design Line, da sind so verschiedene Verpackungen gezeigt. Und da habe ich das gesehen und das fand ich ganz interessant. Und dann habe ich mir gedacht, das gucke ich mir mal an und versuche das mal hinzukriegen. Und ja, das möchte ich euch heute kurz zeigen. Es ist ein bisschen schwierig, das dann ja, zusammenzusetzen, weil es so ein bisschen widerspenstig ist. Aber man kann es gut schaffen und es passt nicht so viel rein. Vielleicht 2 kleine Küsschen oder eine liebe Botschaft, sowas. Aber da fällt euch sicher was ein. Man könnte das auch sicherlich der Größe noch ein bisschen anpassen, wenn man ein bisschen was Größeres hat. Aber wir machen das jetzt hier mal 5 auf 5 ist das Würfelchen. Und wie das geht, das zeige ich euch. Also, wir brauchen... Heute machen wir mal ein bisschen weihnachtlich. Es kommt ja auch bald wieder. Wir brauchen ein Stück mit dem Maß 15 und die gesamte Länge. Hier, das hier unten, das machen wir uns mal ab. Das ist ungefähr 1 Zentimeter. So. Wir fangen an und falzen auf der langen Seite bei 1, bei 8, bei 13, bei 18, bei 23 und bei 28. Dann drehen wir das um und falzen auf der kurzen Seite bei 5 und bei 10. Ihr braucht das wie immer nicht mitschreiben. Ich schreibe euch die Maße in die Infobox. So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen von Hand falzen. Und zwar, wir haben hier 4 Vierecke sozusagen. Also hier vorne, das wird diese erste Lasche, diese Überschlaglasche. Das hintere Stück, das längere, das wird hier diese Lasche. Und da müssen wir jetzt Linien ziehen. Wir falten das erstmal durch, damit wir das besser sehen können. Also ich. Ich lasse das jetzt mal hier auf der Seite liegen. Also wir sprechen über diese 1, 2, 3, 4 Vierecke. Diese und diese. Also auf beiden Seiten. Das hier in der Mitte, das wird sozusagen der Umschlag der Schachtel. Dann nehmen wir uns mal unseren Falzstift und falzen hier oben von der Ecke zu dieser Ecke. Ruhig
schön kräftig aufdrücken. Und von dieser zu dieser Ecke. Ich mache das mal und dann halte ich das gleich mal hoch, damit ihr seht, was ich meine. Von hier nach hier zu dieser Spitze und von hier nach hier. Auf der gegenüberliegenden Seite auch. Und bei den zweiten Paar genauso. Ich mache das mal eben, dann halte ich das noch mal hoch, damit ihr das dann sehen könnt, was ich meine. Also im Moment ist es ja noch sehr heiß. Also hier bei uns jedenfalls im Rheinland. Und aber nichtsdestotrotz mag ich es ganz gerne, mich jetzt schon so ein bisschen auf Weihnachten vorzubereiten, weil das kommt ja dann doch immer schneller, als man denkt. Und da gibt es ja doch noch einige Sachen zu tun. Also so sollte das dann aussehen. So, jetzt müssen wir noch 4 Linien ziehen, und zwar von hier nach hier. Also dass das erste Feld eine Diagonale hat, natürlich gegenseitig auch. Diese ersten Felder bekommen eine Diagonale und diese beiden auch. Entschuldigung. Also diese 4 Felder bekommen noch eine Diagonale. Also sozusagen die beiden äußeren. Auch das mache ich mal eben und halte das dann nochmal vor die Kamera, damit das dann auch besser gesehen werden kann. So, also jeweils die außenliegenden 4 Felder bekommen noch eine Diagonale. So, und jetzt müssen wir ein bisschen schneiden. Und zwar hier gerade. Dann kann man das hier so ein bisschen schräg schneiden. Hier schneide ich an der Linie entlang und schneide hier die Diagonale weg. So. Hier mache ich das nicht, weil hier brauchen wir diese, diesen kleinen Umschlag. Da schneide ich dann ein Stück neben der Falzlinie. So, dann kann man das hier noch ein bisschen schräger machen, sonst ragt das nachher so rein. Hier auch. Und hier schneide ich auch wieder an der Linie entlang die Schräge ab. Und hier wieder gerade. Ich mache das jetzt diesmal nicht mit dem Falzen, Vorfalzen hier, diese
Linie, weil das dann doch zu einen starken Wulst gibt. Und das sieht dann an der Außenfläche nicht so schön aus. Dasselbe machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Auch hier wieder erst an der Linie entlang. Hier neben der Falzlinie bei dem mittleren Teil. Dann hier noch so ein kleines Schnäbelchen raus. Und hier wieder an der Falzlinie entlang und hier gerade werden. So, das ist jetzt schon mal der erste Teil. Dann kann man das hier ein bisschen mit dem Eckenabrunder, das finde ich, das sieht schöner aus. Hier auf der Seite auch. Und hier, das wird ja diese Verschlusstasche. Da nehme ich mir eine Stanze, so eine Rundstanze, eine kleine, und da mache ich mir hier noch so einen kleinen Daumeneingriff rein. Nur ganz klein. So. So, das ist jetzt der erste Teil. Jetzt können wir hier diese Linien noch ein bisschen falten. So, und hier haben wir ja auch diese Schräge. Wenn wir die jetzt gut gefalzt haben, dann kann man die jetzt hier schon mal so ein bisschen einknicken. So. Und auf der anderen Seite auch. Das machen wir hier gegenüberliegend auch schon mal. Dann haben wir das. So, und hier auf der Seite ist dann damit schon mal die erste, wenn man so will, Klappe, Seite fertig. Das steckt man dann hier ein. So, dann hat man hier schon mal das erste Dreieck sozusagen verpackt. Und jetzt müssen wir natürlich hier so eine Lasche auch noch auf die Seite aufbringen. Dafür nehmen wir uns noch mal ein Stück Papier. Und zwar hat das ein Maß von 7 mal 9. Mal 9 und wird auf allen Seiten bei 1 Zentimeter gefalzt.
einmal ringsrum. Dann kann man das einmal durchfalten. So, und dann wird eine Seite glatt abgeschnitten. Das wird dann wieder unten die Einstecklasche. Und die hier wird angeschrägt, weil das wird die Klebelasche. Dann runden wir uns die auch wieder ab. Und dann machen wir auch hier wieder so einen kleinen Daumeneingriff rein. Schön in der Mitte, nur ganz wenig. So, und jetzt können wir das hier einkleben. Vorher mache ich aber hier noch ein Magnet schon mal hin. Hier auf unsere Verschlusslasche. So. Und jetzt wird es hier eingesetzt. Und das mache ich mit Flüssigkleber, weil dann kann man das noch so ein bisschen hin und her bewegen. Und dann wird es hier innen eingesetzt und dann kann man hier so ein bisschen gucken. Da kann man sich die Falzlinie als Maß nehmen. Hier so. Und dann wird das hier eingesetzt. Und damit ist die kleine Box dann auch schon fertig. Dann kann man die natürlich noch ein bisschen nett dekorieren. Es ist hier immer so ein bisschen widerspenstig, aber es kann nicht anders, es muss. Na, warum passt das jetzt hier nicht? So. So, da passt es doch. Jetzt kann man hier in diese kleinen Taschen, kann man jetzt natürlich irgendwie was Kleines reinmachen. Also es passt wirklich nicht viel rein. Ich habe jetzt gerade nichts da. Also es passt in der Tat nicht viel. So, jetzt müssen wir hier noch auf der Seite, jetzt können wir den Magneten noch festmachen und damit ist dann die Box schon fertig. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben, Kommentar, Fragen, Anregungen, was ihr möchtet. Abo wäre toll und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ach so, jetzt kann man natürlich da auch noch ein Bändchen reinmachen. Dazu, das zeige ich jetzt auch noch mal kurz, legt ihr euch das noch mal glatt hin, nehmt euch einen Cutter, ein Lineal und schneidet das jetzt hier so ein bisschen ein. Machen wir mal 2 cm so.
auf der gegenüberliegenden Seite auch. Möglichst nah an der Falzlinie. Da kann man natürlich auch einen kleineren Cut machen. Dann nimmt man sich ein Band. Habe ich jetzt hier was Rotes? Das passt jetzt nicht so gut, aber um euch das zu zeigen. Dann fädelt ihr das von außen nach innen sozusagen. Ist das jetzt hier durch? Ja. So. Und hier wieder raus. Dann kann man die nämlich auch so als kleine Päckchen an den Tannenbaum hängen oder so. Oder in ein Weihnachtsgesteck. Oder irgendwie sowas. Das kann man dann damit machen. Das finde ich ist eigentlich auch eine ganz süße Idee. So. Jetzt die Schachtel wieder zusammenbauen. Befüllen, zusammenbauen. Diese Seite hier, die war ja so ein bisschen sperrig. Aber auch das werden wir hinkriegen. So. Und dann kann man die ja so ein bisschen, wie gesagt, in einen Tannenbaum hängen. So als Kleinigkeit oder in einen Strauß. Oder was euch einfällt. Und ja, kann man für jede Gelegenheit benutzen, wenn man eine Kleinigkeit haben möchte. Kleinigkeit verschenken. Einfach nur was Nettes. Ein Goodie auf dem Kaffeetisch. Hier kann man noch ein Schleifchen drum, Namen dran machen. Euch fällt da bestimmt noch was ein. Also, wie gesagt, Kleinigkeit, schon mal ein bisschen weihnachtlich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.